Heute möchte ich euch etwas über den Pattern-Sequencer zeigen. Starten wir doch einfach mal. Und zwar gehen wir in den Performance-Mode und wählen hier einen Initial Sound aus und sind dann hier in der Oberfläche. So, jetzt drücken wir mal auf Record. Dann sind wir in dem Songbereich. Ich habe hier auch schon mal was gemacht. Das ist jetzt aber nicht das, was uns interessiert, sondern ich gehe mal hier auf den Pattern-Sequencer und komme entweder hier raus beim neuen Song, Audio oder im Pattern-Sequencer. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Pattern-Sequencer an, weil das vielleicht für viele das Spannende ist. Hier oben haben wir den Namen. Hier können wir die Click-Settings einstellen, also wie der Superknopf leuchtet. Ich habe hier ein Tab-Tempo-Feld. Ich kann mein MIDI-Sync einstellen. Ich kann sagen, wann der Klick kommt. Ob der nur beim Recorden kommt, Always oder bei Record Play. Ich kann vorzählen. Lautstärke, Tempo und den Typ und Synchronisation. So. Ich kann hier die Position, wo ich starten möchte, einstellen. Ich kann hier das Tempo einstellen. Ich nehme jetzt einfach mal 120, dass man was sieht. Ich kann hier die Szene einstellen, in welcher ich arbeite. Ich arbeite jetzt erstmal in Szene 1. Ich kann die die Anzahl der Takte einstellen hier. Zur Erklärung nehme ich jetzt einfach mal 2 Takte. Key on Start, das heißt, wenn ich die erste Taste drücke, startet er mit dem Aufnehmen. So, ich würde jetzt einfach mal hier einen Schlagzeugsound auswählen. So, ich fange jetzt mit dem Schlagzeug mal an. So, jetzt möchte ich aufnehmen und dafür klicke ich jetzt nochmal auf Record und dann auf Play. Dann zählt er. Und jetzt läuft das Ganze schon rund. Drücke ich auf Stopp, läuft nichts mehr, Play. Jetzt ist das Ganze natürlich nicht hervorragend synchronisiert. Ich gehe mal hier wieder in Takt 1. Und ich habe auch 4 Takte zum Vorzählen gemacht, das brauche ich natürlich auch nicht. Deswegen klicke ich jetzt nochmal in Klick. 4 Measures. Ein Vorzählen reicht ja. Hoffe ich zumindest, werden wir gleich sehen. So, jetzt gehe ich auf Edit Job. Jetzt sehe ich hier, dass ich Part 1 in Szene 1 aufgenommen habe und kann dann hier quantisieren. Zwar auf 16. Execute Illegal Parameters. Okay, Illegal Parameters, warum? Weil ich hier Start 1.1 und End 1.1 habe. Da muss ich natürlich bis zum letzten Takt auch einstellen. Progress. So, wollen wir mal hören, ob es besser ist. Das klingt doch schon ganz gut. Also, ihr habt gesehen, hier über Edit Job kann man einiges machen. Ich kann das Gesamte quantisieren. Ich kann die Velocity anpassen, Gate Time, Crescendo, Transpose und in welchem Bereich es läuft. Und die Roll. So. Aber hier kommen wir später nochmal zu. Hier seht ihr, da kann man noch einiges machen. Ich zeige das einfach mal, dass ihr es gesehen habt. Kann ich auch einen User-Arp rausmachen. Aber im Prinzip wollten wir das ja alles gar nicht. Ich möchte jetzt einfach nur noch eine zweite Spur dazu aufnehmen. So, dafür suche ich mir ein zweites Instrument aus. Einen Bass meinetwegen mal. So, der Bass kommt. Was jetzt ganz wichtig ist, ich muss hier den Keyboard Control anmachen und ihn ausschalten. Denn er nimmt immer das auf, also die Sounds nimmt er auf, wo der Keyboard Control on ist. So, jetzt kann ich einfach wieder auf Record drücken. Dann zählt er einen Takt vor.
So, und sieht man schon, ich habe den Fehler gemacht, dass ich hier drauf geklickt habe. Das heißt, ja, das ist wie im Performance-Modus, er spielt das Timbre, was ich angewählt habe. Das hilft uns jetzt natürlich nicht, ich kann aber hier auf Undo gehen und dann sollte wieder die erste Variante da sein. Genau. So, neuer Versuch, ich klicke jetzt hier drauf. So, das hat doch schon ganz gut funktioniert. Jetzt können wir dazu noch eine Fläche mal nehmen, einen Streicher, beispielsweise ein Ensemble vorzugsweise. Und wieder die beiden einschalten. Und jetzt klicke ich mal hier oben rein, um da raus zu klicken. Und genau, wieder Record drücken, Play. So, das gefällt mir jetzt nicht so, wie ich es gespielt habe, deswegen mache ich nochmal, lösche ich die Aufnahme wieder und da hört man sie wieder weg. Also nochmal. So, wieder Stopp. Was kann ich denn jetzt noch zeigen? Jetzt haben wir also gelernt, wie man unterschiedliche Instrumente damit reinbringt. Und wenn ich jetzt nochmal hier auf Percussion gehe, nein, anders. Ich speichere das jetzt erst einmal, Store. Store ist New Performance. Ich nenne die jetzt einfach mal Test, damit ich sie wiederfinde und gut löschen kann. Drück OK. So, was ich jetzt zeigen wollte ist, genau, hier oben sieht man jetzt den Namen. Ich kann das jetzt hier als MIDI-File speichern, ich kann aber auch ein MIDI-File laden, wenn ich eins habe und das brauche. So, was ich jetzt noch zeigen möchte ist, dass ich nochmal overdubben kann. Also ich gehe jetzt hier ins Schlagzeug wieder rein, drücke auf Record. Dann kann ich hier oben auswählen, ob ich replacen will oder overdub. Ich nehme jetzt overdub und mache da noch was zu. Okay, probieren wir es mal aus. Erst noch einmal vorher. So hört sich das im Moment an. So, das war doch schon ganz gut. Was wir jetzt sehen hier, Szene 1. Was übrigens wichtig ist, falls ich es noch nicht gesagt habe, ihr müsst immer gucken, dass ihr im selben Pattern seid beim Aufnehmen natürlich. Hier oben. So, jetzt kommt das Geile an dem Pattern-Sequencer und zwar sind wir hier Szene 1. Ich gehe jetzt mal auf Szene 2, drücke Play. Da ist nichts. Also spielen wir nochmal eben was Neues ein. Verkackt. Also machen wir das Ganze nochmal. Overdub, Replace. Ich hätte jetzt auch Undo machen können.
Okay, das bringt mir jetzt natürlich alles nichts, weil ich alles falsch gemacht habe, was geht. Also Undo. Ich ändere hier auf 2. Kontrolliere nochmal eben meine Click-Settings. Zählt davor. Also neuer Versuch. So. Das war nicht sehr gut. Bin ich nicht auf die 1 rausgekommen beim Recorden. So, und jetzt ist das Coole. Wir speichern das direkt nochmal ab. Store, Override, Pattern. Gehe in Szene 1, drücke Play. Und jetzt wechsle ich in Szene 2. Und wieder Szene 1. Eigentlich ganz geil, ne? Was da so geht. So, und das kann man natürlich bei vielen Dingen sehr gut nutzen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr etwas Besonderes sehen möchtet oder Fragen habt, meldet euch gern im Kommentar.